ja, ist das schön hier, wa? Ja. Es ist so schön. Am Meer ist einfach wunderschön. Ist es nicht schön? Und es regnet mal. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, einige von euch hatten schon die Befürchtung, dass wahrscheinlich heute kein Video kommt. Oder dass wir doch weitermachen. Ja, genau. Das wäre auch der erste Sonntag nach, ich glaube, 3 Jahren gewesen, wo wir mal kein Video hochgeladen hätten. Ach Gott, hättet ihr es schön gehabt. Endlich mal Ruhe am Sonntag, ne? Ja, aber nee. Genau, jetzt ist es halt nur eher Abendbrotzeit und keine Frühstückzeit. Aber trotz alledem ein kleines Lebenszeichen von uns vom Strand. Da, wo wir eigentlich am liebsten sind. Ganz genau. Wir haben uns nämlich eine kleine Auszeit gegönnt. Ja. Also nur wir zu zweit. Total romantisch. Eine Denkerpause, Was? oder? Nein. Nein, romantisch. Ach Du so. weißt schon, Ja, dieses ach, wo die man Nummer. zu zweit ohne Kind und so. Ja, irgendwo hinfährt. genau. Ja. Und eine Kerze hinstellt. Ich erinnere mich. Genau. Ja. Und wir sind hier in der Ostsee, wir sind in meiner Heimat. Und ja, wir laufen jetzt hier so ein bisschen am Strand rum und haben überlegt, wir erzählen euch mal einen Schlag. Richtig, wir nutzen die Zeit. Ne, wir laufen hier nicht nur blöd rum, sondern wir erzählen euch jetzt mal, Genau. wie geht es hier weiter. Wir haben das so großartig angekündigt, was es hier für tolle Projekte geben wird. Und natürlich braucht es dafür auch ein kleines Einleitungsvideo. Ja, Und nicht nur auch ein Einleitungsvideo, sondern vielleicht auch so ein kleines Erklärvideo. Ne? besser ist das, ne? Ja, weil sonst, ne, ich weiß, da gab es so ein paar Kommentare von euch, die gesagt haben, wie, ihr seid doch echte Camper, ihr wollt jetzt mit Campen aufhören, kann doch nicht sein. Nee. Nee, kann doch nicht sein, habt ihr ja auch recht. Nee, so ist es ja nicht. So Ne? ist es auch gar nicht. Wir lieben natürlich das Campen und ich mache das seit 25 Jahren, fahre ich mit dem Bus durch die Gegend Ja. und wenn man Wassersportler ist, dann muss man ja auch irgendwie ans Meer kommen. Es kommt ja das Meer selten zu einem. ja, mit der Bahn ist auch schlecht. Hab ich gehört. Ich habe das mal gemacht, ne? Oh Gott, ja, ich bin mal mit 2 Kites und einem Board mit der Bahn zum Meer. Das ist aber so da war die kacke. Bahn noch pünktlich, oder? Ist Ja. auch schon ein bisschen länger Ja, her. ja, Naja, ja. ich würde es euch nicht empfehlen. Nee. Das ist eher so unfreiwilliger Abenteuerurlaub. Habe ich neulich Absolut. wieder gehabt. Absolut. Ja. Nicht zu empfehlen. Aber zurück zum Thema. Genau. Was ist denn jetzt, was ist Sache? Ja, was ist Sache? Komm zum Punkt, ne? Sammeln. Butter bei die Fische. Ja. Genau. Ja, wie wird es hier weitergehen? Es wird auf jeden Fall spannend und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Aber es wird auch für einige von euch anders. Wieso? Also, denn wir werden jetzt keine Vanlife-Videos mehr machen. Wir werden jetzt keine Camping-Videos in dem Sinne mehr machen. Oh, aber also ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts hätten, ne? Also das kann ich ja erzählen, oder? Ja, erzähl mal, hau mal raus. Also weil letztes Jahr, ihr wisst ja, ich arbeite unter anderem auch für Autobild und die machen Langzeittests mit Autos und auch mit Campern. Und da hatte ich die großartige Gelegenheit, auch mal so ein Tester zu sein für 2 Wochen. Und dann haben wir so ein richtig großes weißes Wohnmobil bekommen. Und es war also, wir sind damit nach Kroatien, da waren wir auch noch nie. Ja, mir hat das Spaß gemacht, das mal zu testen. Da sind auch einige gute Sachen dran, aber auch viele Sachen, die uns gestört haben. Genau, das Video wird hier in den nächsten Tagen mal hochgeladen. Genau, Wer sich dafür interessiert, wie wir in so uns einem in einer Joghurtbecher. Joghurtdose wohlfühlen, der kann sich das ja mal angucken. Ja, Genau. nein, aber wisst ihr, es geht ja darum, auch mal alles auszuprobieren. Ne? Man soll offen sein und wir haben gesagt, naja, so ein Wohnmobil hatten wir noch nicht. Jetzt haben wir unser anderes gerade nicht, dann können wir das noch mal austesten. Und ja, dann haben wir das einfach gemacht und wie gesagt, für 2 Wochen hat es Spaß gemacht. Auf Dauer wäre das nichts für mich, aber so für 2 Wochen das mal auszuleihen, also naja, guckt es euch an. Ja, und das ist auch Inhalt der weiteren Videos. Einfach mal machen, einfach mal testen, einfach mal anschauen. Ja. Wir haben ein paar Ideen im Kopf. Wir haben, ja, also nicht nur ein paar Ideen, sondern wir haben auch schon so ein paar handfeste Ideen. Wir wollen uns das aber mal im Vorfeld angucken. Wir wollen uns das auch mit euch zusammen mal angucken. Ja. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch ja auch ganz spannend, weil ihr euch die gleichen Gedanken macht, die wir uns so machen. Wie, Weil, wie wollt ihr wohnen in Zukunft? Ja. Wo wollt ihr wohnen? ja, Was wollt ihr eigentlich arbeiten? Ja. Macht euch das glücklich? ja. Und wo läuft Olaf Scholz rum? Was? Nee, also, Wo läuft er nicht rum? also ja, genau. Genau, ne? Wo Was, erwischen wir den? was ist mit der Schulbildung eurer Kinder? Ne? Gefällt euch das so? Wollt ihr Was daran was passiert ändern? jetzt mit dem wundervollen Gesundheitssystem hier in Deutschland? Große Themen. Die können wir jetzt nicht alle klären, aber
also für alle nicht klären. Nee. Aber es geht ja darum, was wir für uns in Genau, aber Zukunft es sind ja Themen, die uns natürlich auch betreffen. Ich will Ja. nicht sagen belasten, aber es sind Themen, die Ja. uns beschäftigen und es sind Themen, mit denen wir auch in Zukunft umgehen wollen und vielleicht auch ein bisschen besser umgehen wollen und halt auch einen Weg für uns finden wollen, Ja. wie wir all diesen ganzen Wahnsinn hier in Deutschland ertragen können. Also nicht falsch verstehen. Ne? Also der tägliche Wahnsinn, der ist ja überall zu Die ist finden. ungeimpft. ich will's nur sagen. Danke, er auch. Nee, was ich sagen wollte, wir wohnen ja in Hamburg und wir wohnen auch sehr gut und sehr günstig. Aber es ist nicht so ganz das, was wir uns für die Zukunft wünschen. So, ne? Es ist bequem. Ich glaube, die Schule ist auch nebenan. Der kann da einmal über die Straße laufen, dann ist sie da. Aber ja, in dem Jahr haben wir sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Es Ihr wisst ist die es. schönste Stadt der Welt, aber irgendwann reicht es auch Ist mal auch mit der mal schönsten genug, Stadt. Ja, ne? so, ne? Ja. Man kann sich ja da irgendwie auch wohlfühlen. Allerdings haben sich bei uns gleich die mal mit. Rahmenparameter nicht so verändert, dass wir uns da immer noch so wohlfühlen, dass wir sagen können, wir haben hier den Platz, den wir brauchen, um unsere Projekte so zu realisieren. Ihr habt das gesehen, wir haben einen Bus vor der Straße, vom Haus auf der Straße ausgebaut. Das sind halt einfach Sachen beim nächsten Camper. Ja. Das würde ich nie wieder machen wollen. Und deswegen, wir brauchen für alle Projekte, die wir jetzt starten, ob es ein Boot ist, ob es ein Bus ist, ob es ein Haus ist, ob es ein Tiny House ist, ob es... Man weiß es nicht. Kannst du mal aufhören, immer wegzulaufen? Ja, hier? okay, Entschuldigung. Hä? Ich kann dir doch nicht immer hinterherlaufen. Ja, das ist richtig. Also egal, was es wird, man braucht halt Platz. Und Platz haben wir in Hamburg Ja. nicht. Und deswegen... Oh, ihr hättet mal unseren Balkon sehen müssen im Sommer. Ich habe da nämlich ein eigenes Projekt gestartet. Ich habe nämlich mal Gemüse angebaut. Mann. Nein, nicht das Gemüse. Und die Nachbarn haben haben geklingelt. Aber also, ich bin aber ganz neidisch auf die, die so einen großen Garten haben und sich selbst versorgen können. Meine Eltern zum Beispiel haben einen riesen Garten. Meine Mutter ist da wirklich eine Koryphäe. Ja, und für Lotti ist das natürlich irgendwie der Hammer, ne? Ja. In so einem Garten da auch rumtollen Aber zu wir können. haben nur so einen kleinen popligen Balkon und ich habe versucht, da alles rauszuholen, was geht. So. Also man konnte da auch nicht mehr sitzen, weil alles zugebaut war mit Pflanzflächen. Und das hat Spaß gemacht, habe auch ein bisschen was gelernt. Ja, es war schön, ja. Ne? Aber ja, man kommt da sehr Auf schnell an seine Balkonien. Grenzen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich beschäftigt. Ne? Also wie können wir uns selber bestmöglich versorgen? Absolut. Unabhängig Ernährung machen. ist ja leider auch ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben. Gesundheit. Was ja Ja. dann einen auch immer wieder vor Herausforderungen stellt. Und da kann man viel lösen, wenn man halt ein bisschen Fläche und Platz hat. Ja, und man muss sich auch um die eigene Gesundheit kümmern. Ne? Ja. Also wir hatten dieses Jahr auch ganz schöne Rückschläge, was die Gesundheit angeht. Ja, Es war nicht so einfach. Da muss man sich dann drum kümmern, weil die Ärzte meistens da keine Zeit für haben. es ist halt einfach, aber das liegt natürlich auch so ein bisschen am System, Ja. an dem man auch verzweifeln kann, berechtigterweise. Naja, was ich damit sagen wollte ist, auch da haben wir viel dazugelernt. Sowohl du als auch ich. Ich bin noch mittendrin. Und da gibt es auch sehr, sehr viele spannende Themen, Ja, die ich gerne mal irgendwann mit euch teilen werde, wenn euch das interessiert. Susis kleiner Kräutergarten. Nee, es ist noch mehr als das, als nur ein paar Kräuter. Ja, aber es beschäftigt halt wahrscheinlich nicht nur mich, sondern eben 50% der Bevölkerung Absolut. irgendwann. Absolut. Ja, also definitiv, es wird ein Potpourri, ein Sammelsurium an kleinen Inhalten. Wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß daran haben werdet, wie wir eigentlich mit der Erstellung dieser Videos haben. Ja. Denn uns macht das hier alles super viel Spaß. Deswegen machen wir es. Und ich freue mich über jedes Fürs Kommentar. Geld leider nicht, weil Du da sagst kommt das nichts ja bei auch rum. immer, aber ich muss das auch noch mal sagen. Ich lese alle eure Kommentare. Ich bin nicht so gut im Kommentieren, ich komme da nicht so hinterher. Ne? Aber ich lese das alles und ich freue mich über den Zuspruch von dem letzten Video. Das hat echt gut getan. Ja, Ne? Wo eine Tür zugeht, geht die andere auf. absolut. So sehe ich das auch. Aber wenn man das auch von außen noch mal zu hören kriegt, ja, dann tut das schon Absolut. gut. Ja, das hat mich auch extrem begeistert und gefreut, dass viele die gleiche Einstellung haben, Ja. dass viele das genauso empfinden, wie wir das empfinden. Und das heißt ja schon mal, dass wir zumindest auch so vom
geistigen Niveau die Zuschauer gefunden haben, die, Jetzt lehnst du dich aber weit raus. ja, die uns Träumchen. verstehen. Die Jetzt halt, schalten einige ab und sagen, nein, da fühle ich mich nicht angesprochen. ja, das ist richtig. Jetzt beiseite. Okay, ich gehe nochmal nackig hier reinspringen. Ja, ist klar, Ja. schön Abdeckungsmanöver. Ja, genau. Ja. Ach ja, nein, ihr wisst, wie ich es meine. So, ich meine, das ist halt einfach eine geistige Haltung, die einige haben und andere nicht haben. Und manchmal kommt man halt klar und manchmal kommt man halt nicht klar. Na klar, und wir tauschen uns natürlich gerne mit Gleichgesinnten aus. Absolut. Und wir hoffen auch auf Ideen von eurer Seite. Ne, wir streuen dann immer mal wieder was rein. Und Vorsicht, Hund. Hallo. Ja, und vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch eine zündende Idee, die wir noch übersehen haben. Mal schauen. Ganz genau. Wir lassen uns da überraschen. Und was ich noch sagen wollte, letztes Jahr war ich auch ganz schön ungeduldig. Ne? Wir sind dann wiedergekommen und dann habe ich gedacht, es geht auch gleich weiter. Ne? Das nächste Projekt. Und dann ist man wieder in so einem alten Trott. Ne? Hat den Haushalt, Kind, Familie, den Job. Ja. Alles gut, ne? Also wir können uns echt nicht beschweren. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, Susi, Mensch, wie lange hat das eigentlich gedauert von der Idee dieser Reise, die wir gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich losgefahren sind? Wie viele Jahre? Ja, 3, ne? 3 Jahre. Oder? Ne? Mit so Ideen spinnen, Ja. vorbereiten, Dinge umsetzen und dann letztendlich losfahren. Ja, Braucht einfach. Ne? absolut. Ich meine, Wir sind ja auch nicht die Typen, die so überstürzt einfach Dinge machen. Naja, wir hatten uns natürlich auch, als wir den einen verkauft haben, überlegt, ob wir uns gleich einen neuen kaufen. Aber es ist natürlich auch gerade eine echt beschissene Zeit. Super Und schwierig. ich kann nur jeden bemitleiden, der jetzt gerade so im Busausbau sich befindet. Ich drücke euch die Daumen, toi, 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 weil es ist ja gerade Oh, die nicht nur Preise, ne? extrem teuer geworden, sondern diese ganzen Lieferschwierigkeiten. Ich habe das gesehen mit diesem Elgena Warmwasseraufbereiter, wenn man da ein Jahr drauf warten muss. Das ist Boah. natürlich irgendwie Kannst du nicht. Katastrophe. Deswegen haben wir auch da gesagt, das schieben wir. Selbst wenn es nochmal einen geilen Camper geben wird, Ich glaube ganz auch, anders, wenn auf jeden Fall ganz anders. Aber ich glaub auch ehrlich gesagt, dass dieser Hype die nächsten Jahre wieder zurückgeht. Ne? Weil das Reisen ist ja jetzt insgesamt auch wieder einfacher. Es Ja. ist zwar teurer geworden, es wird also auch elitärer, muss man leider sagen. Aber ich glaube, viele, die sich spontan ein Auto gekauft haben, um darin zu reisen, die werden den auch wieder verkaufen und wieder Pauschalurlaub buchen. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden auch wieder einige Camper auf den Markt kommen. Und wenn wir dann ein Überangebot haben, dann werden die Preise ja, über kurz oder lang dann auch wieder runtergehen. ja, das vermute ich auch. Ich meine, es ist ja, Und der vielleicht Markt wartet ist ja, man dann einfach der noch mal ein Markt ist bisschen. ja verrückt geworden. Ne? Ja, Wenn ich ja. so an unseren Lieblingscampingplatz in Dänemark denke, da ist ein Kitespot direkt nebenan. Ja. Da soll jetzt die Übernachtung in der Hauptsaison 65 € kosten. Also ehrlich. Da wirst du bekloppt. Also da kannst du ja auch schon, Für ein packst bisschen du auf noch der Wiese 20 stehen. € drauf und hast ein schönes Hotelzimmer. Ne, es ist ja sogar noch schlimmer. Ich meine, wenn du dir das mal so zusammenrechnest, was dein Camper kostet, was Versicherung kostet, was Steuern Ja. kosten, Ja. was der Sprit dahin kostet. Also Ja, wenn das man stimmt. das alles zusammenzieht, da kannst du schon einen richtigen Luxusurlaub machen. Wir haben das ja auch mal zusammengerechnet. Ne? Also wir haben auch gesagt, das Jahr, wo wir jetzt unterwegs waren, Für Kanada wollten wir das machen. Ne? ne, mit dem Auto, Ja. mit so, aber wir waren aber auch in Gebieten unterwegs, wo man eben ganz oft nicht auf dem Campingplatz musste. Das haben wir ja nur gemacht zum Wäschewaschen. Und wenn man so reisen kann und auch so lange reisen kann, dann finde ich, rechnet sich das schon. Wenn du aber dein Wohnmobil nur 3 Wochen im Sommer nutzen kannst, Ja, bist du an die Ferien gebunden ja. und musst auf den Campingplatz. Da ist das ganz schön teuer. Ja, genau. Und wenn man sich das ausrechnet, allein wenn das Auto steht, dann kostet dich das ja schon so zwischen 100 und 150 € Ja, Wahnsinn, die Woche. oder? Ne? Wahnsinn. Nur dafür, dass das steht. Ja. Also das Aber sind muss jeder für sich wissen. Also wir haben uns das mal durchgerechnet und jetzt einen noch mal kaufen und umbauen zu den jetzigen Preisen. Nee. da warten wir noch ein bisschen. Da warten wir noch ein bisschen. Da warten wir Aber noch ein Bock bisschen. hätten wir drauf, ne? Bock hätten wir drauf. Es wird halt für alle, die sich fragen, ist es denn jetzt das mit Campen gewesen? Nein, das ist es noch nicht gewesen. Es wird nicht so schnell, wir müssen ein bisschen planen, aber es wird, Leute, es wird ein Projekt geben. Das wird hammergeil. Da freue ich mich schon
so unfassbar lange drauf. Ich habe da so viel Bock drauf. Was aber auch gar nicht mit dem eigenen Camper möglich ist. Aber es wird halt auch was mit Camping zu tun haben. Und das wird wahnsinnig großartig, richtig geil. Mehr verraten wir nicht, oder? Nee, Ja, verraten wir nicht. Ich weiß ja auch noch nicht so genau, was du da alles... Musst du mir auch noch mal erklären. Es wird der Kracher. Leute, ich schwöre, es wird der Kracher. Ich habe da ein Video gesehen. Oh, und ich da auf dem Caravan-Salon habe ich das Video Komm, dreh gesehen. mal um, wir machen mal ein Ratespiel. Kann man das im Hintergrund sehen, die Stadt? Ja? Ich sehe nichts. Nee? Nee, ich. Könnt ihr das nicht? Könnt ihr sehen? Nein? Nee, dich sieht Wo man. sind wir? Ratet mal. Ja, könnte man raten, aber wir können uns ja auch mal drehen. Guck mal, dann kann man so ein bisschen in die Dünen gucken. Ja, auch schön. Ja. Jetzt ist es fast so ein bisschen wie Susi bei, nee, jetzt sage ich schon wieder Susi. Marco und Susi bei Nüsschen und Wein. Nur Jetzt ohne- ist es halt nur ohne Wein und mehr Am Strand. Strand, ja. Genau. Und trotzdem sehr, sehr anstrengend, weil ich halte die ganze Zeit die Kamera Ja. hier am. Liebe Grüße auch von Lotti. Die macht aber gerade Urlaub bei der Oma. Und wir haben mal ein bisschen Zeit für uns. Genau, die ist dann nächstes Mal wieder dabei, So sieht's aus. wenn sie Bock hat. Wenn sie Bock hat. Ja. Ja, die hat schon gesagt, also erstens wollte die auch mehr Gage haben und zweitens hat die auch gesagt, sie will jetzt ihr eigenes Format machen. Also ihr, Nicht mal sie, Ja, du bist ja. bescheuert. ja, ihr reicht das langsam mit den Eltern. Sie will jetzt auch Ja, mal sie möchte ihren eigenen ihren Kanal eigenen machen. Kanal Oh mein haben Gott. und irgendwie. Ah, das wird nicht passieren, sag ich euch gleich. Ja? Da wird es nicht gehen. Die wird auch erst mit 15 ein Handy kriegen. Habe ich mir so vorgenommen. Genau. Naja, mal schauen. Naja, ne? schauen wir mal. So, jetzt haben wir aber auch viel geredet. Ich Ja. krieg langsam Krampf im Arm. Frohes Neues. Und nasse Schuhe. Frohes Neues wollte ich euch allen noch wünschen. Richtig. Und danke für die vielen Kommentare. Ja, danke für diese Begeisterung, die uns auch auf jeden Fall trägt, die wir spüren. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz toll. Ja, jetzt laufe ich schon in den Fluten hier. So, dann macht euch noch einen schönen Abend. Ne, wann auch immer ihr das guckt. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Tschö. Tschö. Wasser! Oh Gott, ist mir warm. Ja, ist aber ganz schön nah am Wasser Es hier. ist mir ganz schön warm. Ja, Hier ja, draußen. ganz schön nah am Wasser gebaut, du hier. Oh, Ah, guck, Gott, ich so schwitze, Gott. ich hab gleich so viel drunter. Ja, wie ist auch ein bisschen warm, ne? Und hier die letzten Tage, die Wellen, das war ja der Hammer. Und jetzt ist ja nichts und jetzt mehr. ist hier tote Hose. Mann, Mann. so sieht's Wie weit aus. laufen wir denn noch? Ja, apropos tote Hose, so. Tschö. Sind die immer noch da? Ja, ja. Tschüsschen.